Breaking News, meine Freunde. Es ist einfach nicht mehr auszuhalten und es ist nicht mehr zu fassen. Die Koalitionsverhandlungen, sie sind ja im vollen Gange und wir haben jetzt einen neuen Leak. Eine neue Forderung ist nämlich aufgetaucht von der SPD und ich kann mir dabei nur an den Kopf fassen. Wir wollen da gleich reingehen in das Papier. Wahnsinn, Leute. Halt dich fest. Setz dich kurz hin. Sitzt du? Alles klar, es geht los. Die SPD fordert jedes Jahr jährlich neu 500.000 neue Fachkräfte. Und Ausreisepflichtige aus Deutschland sollen in Deutschland bleiben. Also, das ist Wahnsinn. Da setze ich mich jetzt erstmal nochmal hin. Und jetzt gehen wir dazu rein. Bleib unbedingt dran. Die junge Freiheit schreibt dazu: Die Koalitionsverhandlung SPD will 500.000 Migranten im Jahr. Die Arbeitsgruppe Migration der SPD fordert nun ebenfalls eine Migrationswende, aber anders als von der Union geplant. Ausreisepflichtige sollen Deutschland nicht verlassen und jedes Jahr 500.000 Migranten einwandern. Die Forderungen kommen in die Koalitionsverhandlungen. Wahnsinn, was ist hier los? Und vor allen Dingen Friedrich Merz. Das wird mit der SPD sicherlich so nichts. Das ist der absolute Wahnsinn. Was sagst du dazu? Die SPD sieht flüchtende Menschen als Fachkräfte. Die Forderungen der Sozialdemokraten lauten laut Bild, laut der Welt zufolge im Einzelnen: Wir fordern die Einführung eines Bundesfachkräfteprogramms für jährlich 500.000 Personen, um den demografischen Wandel zu bewältigen und den Fachkräftebedarf zu decken. Dieser soll auch flüchtende Menschen beinhalten, die Qualifikationen mitbringen und ein nachvollziehbares Potenzial haben, eine Qualifikation in Deutschland zu erlangen. Hallo, haben wir die letzten Jahre die Augen wirklich so doll geschlossen gehabt? Ich renne von einem Video zum nächsten und mache hier Videos, was auch die letzten Tage, Wochen, Monate passiert. Und erst vor wenigen Stunden habe ich ein Video hochgeladen von einer syrischen Großfamilie, 14-köpfig, und annähernd alle sind Straftäter geworden. Hier in Deutschland. Also bitte, wo soll das hin mit diesen Fachkräften? Das ist Wahnsinn. Und Personen, die kein Aufenthaltsrecht in Deutschland haben, sich also in aufenthaltsrechtlicher Illegalität befinden, sollen nicht ausreisen müssen, sondern eine Perspektive in Deutschland erhalten. Programme sollen den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern, ihre Integration fördern und ihnen ein selbstbestimmtes Leben in Deutschland ermöglichen. Eine Bedingung dafür soll unter anderem der Nachweis eines ununterbrochenen Aufenthalts von mindestens 3 Jahren sein. Das bedeutet, die Menschen, die gar keinen Aufenthalt haben, die kommen ins Land ohne Papiere, ja, werden vielleicht doch noch mal registriert, und wenn sie es nachweisen können, dass sie 3 Jahre in Deutschland sind, bekommen sie den Aufenthalt. Das ist doch Wahnsinn, Leute. Ey, und dann fällt mir ein, gestern in München die Razzia in der Ausländerbehörde, da wurden Mitarbeiter bestochen, dass sie die Aufenthaltsgenehmigung früher oder schneller und leichter erteilen. Also Leute, das ist ja mehr als der wilde Westen in Deutschland jetzt. Das ist doch Wahnsinn. Weiter will die SPD: Wir wollen uns dafür einsetzen, dass auch vollziehbar ausreisepflichtige Personen unter bestimmten Voraussetzungen eine echte Perspektive in Deutschland erhalten. Ein unfreiwilliges Verlassen des Bundesgebietes ist oftmals weder umsetzbar noch sinnvoll, wie die Praxis zeigt. Alter, das ist doch heftig, Leute. Gefordert wird eine allgemeine Aufenthaltserlaubnis für vollziehbar ausreisepflichtige Personen. Es geht noch weiter, Leute. Ich hoffe, dir geht's gut. Abschiebungen sollen nur als allerletztes Mittel in klar definierten Fällen und unter folgenden Bedingungen in Betracht kommen. Etwa bei Intensivstraftätern oder wiederholten Missbrauch des Asyl- und Sozialsystems. Na dann sind wir doch mal alle wieder gespannt, ob das durchgesetzt wird. Wir fordern ein Wahlrecht für alle, die langfristig in Deutschland leben, unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft. Personen, die seit 25 Jahren in Deutschland leben, sollen automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, es sei denn, sie widersprechen dem aktiv. Okay,
wenn man 25 Jahre in Deutschland ist und sich auch nichts zu Schaden und zu Ohren kommen haben lassen, dann soll es doch okay sein. Absolut. Ja? Könnte sogar ja auch vielleicht sogar früher sein, aber nicht hinterher schmeißen, Leute. Um Zuwanderer besser zu integrieren, soll ein Ministerium für Migration und gesellschaftliche Teilhabe auf Bundesebene geschaffen werden. Also das ist wirklich krass, oder? Was sagst du dazu? Ich bin mal super gespannt. Und die Arbeitsgruppe Migration von der SPD, sie fordert ja den absoluten Kurswechsel hin zu mehr Zuwanderung und Aussetzung aller Abschiebungen. Und das, Leute, das ist heftig, weil es passt einfach hinten und vorne nicht mit dem Wahlversprechen auch von Friedrich Merz. Und wenn er mindestens nochmal das allerletzte Wahlversprechen nicht brechen möchte, dann ist das der letzte Strohhalm für ihn. Wenn das nicht funktioniert, dann ist er raus. Oder was denkst du dazu? Also was soll passieren? Ich sehe Deutschland wirklich heftig. Ich habe ja vor diesem Video übrigens ein Video schon abgedreht, was ich eigentlich zeigen wollte. Aber das hier, das ist jetzt absolut brisant. Aber glaubt mir, das nächste Video, was gleich kommt, auch brutal. Es geht um den absoluten Abstieg von Deutschland. Wo geht's nur hin, Leute? Die ganze Welt lacht schon über uns. Und die schießen ein Eigentor nach dem nächsten. Das kann ja mal passieren, dass man ein Eigentor schießt. Aber 2, 3, 4 Eigentore in einem Spiel, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Wie ist dein Plan? Wenn 500.000 jährlich reinkommen, Fachkräfte sozusagen, und ich will jetzt nicht sagen, dass alle schlechte Absichten haben, aber die Erfahrung hat als einfach gezeigt, dass das nicht der richtige Weg ist. Fachkräfte, Leute, richtige Fachkräfte, die kommen doch gar nicht nach Deutschland. Und warum nicht? Weil Deutschland einfach nicht so attraktiv ist. In Deutschland haben die höchsten Steuern. Was wiederum bedeutet, Leute, Steuern runter, damit Fachkräfte überhaupt Bock haben, hierher zu kommen. Weil wenn eine Fachkraft, Beispiel aus Indien, IT-Experte oder sonst was ist und 10.000 Euro bekommt, in Deutschland bleiben 5.000 Euro im Monat übrig. Überspitzt gesagt. Und in anderen Ländern bleibt mehr übrig. In Dubai zum Beispiel bleibt alles übrig. Warum soll so ein Mensch mit so hohen Qualifikationen denn dann nach Deutschland gehen? Deutschland, Politiker, ihr müsst das attraktiv machen für diese Fachkräfte, sonst gehen wir den Bach runter. Und die Leute fangen ja schon an, die Koffer zu packen. Die können, also die Deutschen. Ja, also das ist doch Wahnsinn. Lass mir mal deine Meinung dazu da. Bin sehr gespannt, was du sagst. Ich bin krass. Ohne Schnitt, alles jetzt rein da. Ende. Bis gleich.